Mein größtes fliegerisches Erlebnis, die Me 262. In der Kommandantur von Bad Wurrishofen angekommen, erlebte ich eine große Überraschung, denn so viele Offizierssoldaten mit Ritterkreuzen hatte ich noch nie gesehen. Alles, was Rang und Namen hatte, war hier versammelt, und Herr Galland, Herr Streib sowie Herr Bär suchten für ihre Einsatzgruppen, welche alle mit der neuen Me 262 ausgerüstet wurden, die entsprechenden Flugzeugführer. So hörte man rundum fast immer nur die gleichen Fragen. Wie lange fliegen Sie schon? Welche Flugzeugtypen haben Sie geflogen? Wie viele Feindeinsätze? Bei welcher Einheit haben Sie diese durchgeführt? Wie viele Abschüsse haben Sie erzielt? Nach diesen und ähnlichen Kriterien sammelten sich die 3 Gruppenkommandeure ihrer Mannschaften für die Einsatzorte in München-Riem, Ingolstadt und Lechfeld bei Augsburg. Ich muss sagen, dass diese Art der Auswahl und Zuordnung von Soldaten in der Geschichte der Luftwaffe einmalig war, und es kam mir vor, als wenn wir auf einem Basar verhökert wurden. Aber was diese Sache so hochinteressant und begehrenswert machte, war die Möglichkeit, das erste in der Welt serienmäßig hergestellte Flugzeug, die Me 262, mit Strahltriebwerken fliegen zu können. Dieser Vogel war wirklich eine umwälzende Erfindung im Bereich des Flugwesens und somit für Flugbegeisterte ein besonders fliegerisches Erlebnis. Ich habe es so empfunden und danke noch heute der Luftwaffe dafür, dass ich von Herrn Oberstleutnant Bär ausgewählt wurde und nach Lechfeld kam, wo wir auf die Me 262 umgeschult wurden. Als angehender Ingenieuroffizier war ich von der neuen Technik des Strahltriebwerks, die uns sehr gut vermittelt wurde, fasziniert. Also ging es wieder einmal ans Lernen und an die Einweisung bei der Me 262. Dieses erfolgte am Boden sehr intensiv, da es dort noch keine zweisitzigen Schulmaschinen gab. Das Fliegen selbst war nicht das Problem, denn hier galten die alten Gesetze und wir hatten alle jahrelange Flugpraxis hinter uns. Doch bestimmte Dinge mussten uns sehr deutlich gemacht werden, um Schäden und den eventuellen Verlust des eigenen Lebens zu vermeiden. Bei allen Umschulungsflügen waren die Bordwaffen immer einsatzbereit und es galt der Befehl, dass wir bei Feindberührung anzugreifen hatten. Dieses habe ich nicht erlebt und es galt die Regel, dass, wenn 2 bis 3 Maschinen von uns am Himmel waren, sich kein feindlicher Fernjäger blicken ließ, was auch so der Fall war. Nachdem ich mich mehr und mehr mit der Me 262 vertraut gemacht und sie beim Fliegen erlebt hatte, erkannte ich eindeutig, dass dieses Flugzeug ein neues Zeitalter in der Geschichte der Fliegerei eingeläutet hat. 1893 war Otto Lilienthal der erste Mensch, der das Fliegen erforschte. Seine Gleiter baute und damit flog. Danach entwickelte sich die Fliegerei gewaltig und nach 50 Jahren flogen Flugzeuge mit Geschwindigkeiten bis zu 660 Stundenkilometer am Himmel. Eine weitere Steigerung der Fluggeschwindigkeit mit den Propellermaschinen war nicht mehr möglich. Doch 1943 begann das neue Zeitalter der Fliegerei mit dem Start der Me 262 und seinen Strahlentriebwerken. Das Jetzeitalter hatte begonnen und in den folgenden 50 Jahren gewaltige Erfolge erzielt. Entscheidend war die Umstellung vom Kolbenmotor zum Strahltriebwerk und bestimmte Änderungen am Flugkörper. Gegenüberstellungen und Vergleiche zwischen den Flugzeugen mit Luftschrauben und mit Strahltriebwerken. Erstens, der optische Eindruck der Me 262 ist elegant, schnittig und er ist ein sehr schneller Vogel. Absolut der Mercedes unter den Flugzeugen, jedoch nicht nur bedingt durch seine einmalige Schnelligkeit. Das Bugrad und das Fehlen der Luftschrauben ermöglichen eine niedrige und waagrechte Stellung des Flugzeugs am Boden. Es war nicht mehr die große Schrägstellung wie bei allen anderen Flugzeugen, welche dem Piloten beim Rollen auf dem Flugfeld die Sicht nach vorne nahm. In der Me 262 sitzt man wie in einem Auto mit bestem Überblick. Die waagerechte Stellung war auch erforderlich, da sonst bei der Schrägstellung im Start der gewaltige Luftstrahl der Triebwerke schräg gegen den Erdboden und dann unter das Höhenleitwerk drücken würde. Das Äußere, also die Zelle der Me 262, zeigt keine wesentlichen Unterschiede zu den anderen Flugzeugen, außer bei der Form der Tragflächen, welche bemerkenswert pfeilförmig ausgebildet wurden. Die Me 262A, 2A, besaß eine Spannweite von 12,51 Metern und eine Länge von 10,60 Meter. Darüber hinaus besaß sie eine Flügelfläche von 21,7 Quadratmetern und ein Fluggewicht von 7.825 Kilo. Beim Blick in das Cockpit der Me 262 konnte ich nur feststellen, dass es keinen wesentlichen Unterschied zu dem Bild in einer Bf 110 gab. Auch die Steuerung der Leitwerke und der Querruder und die überwiegend bekannte und nicht umfangreichere Instrumentierung vor dem Pilotensitz war wie gewohnt.
Zweitens. Zur Sicherheit für den Piloten ist bei der Me 262 festzustellen: a. Wenn der Notfall den Piloten zum Fallschirmabsprung zwingt, ist der Ausstieg mit dem Schleudersitz bei der Me 262 leichter und überlebenssicherer als bei anderen Flugzeugen. Bei denen muss man sich mit Körperkraft aus der Maschine zwängen und es besteht die Gefahr, gegen die Leitwerksteile zu schlagen. Leider wurde der Schleudersitz nur bei der ersten Serie eingebaut. Gemäß einer Weisung des Reichsluftfahrtministeriums wurde der Schleudersitz später aus dem Lieferumfang gestrichen. b. Bei der Me 262 bestand beim Start keine Gefahr des seitlichen Ausbrechens von der geraden Startbahn, wogegen alle anderen Flugzeuge durch die Drehmomente der Luftschrauben mehr oder weniger zum Ausbrechen neigen und dadurch die Piloten vereinzelte Starts abbrechen müssen, um ein Unheil abzuwenden. Kein Problem bei der Me 262, da keine Luftschrauben vorhanden sind. C. Der gesamte Startablauf bei der Me 262 war durchaus sicher, aber unterschied sich wesentlich von den sonst üblichen. Wer dieses nicht beachtete, spielte mit seinem Leben. Die alte Manier: im Stand auf der Startbahn stehend, die Fahrwerkbremsen leicht angezogen, Gashebel auf volle Pulle nach vorne geschoben, noch schnell eine kleine Methanolspritze verpasst, die Bremsen losgelassen und so ging mit aufheulenden Motoren die Reise los. Am Steuerknüppel leicht fühlend, um schnell vom Boden abzuheben, den Vogel an die Latte, also Luftschraube, zu hängen und möglichst schnell Höhe gewinnen. Dieses nannten wir Kavalierstart. Er war attraktiv, wirkungsvoll und benötigte nur eine kurze Startbahnlänge. Wer so mit einer Me 262 starten wollte, der wählte den Fliegertod. Hier galt eine ganz andere Vorgehensweise und diese verlangte als Voraussetzung eine Startbahnlänge von mindestens 2 Kilometern. Beginnend im Stand auf der Rollbahn stehend, die Fahrwerkbremsen leicht angezogen, Gashebel auf volle Pulle nach vorne geschoben und bis hierhin identisch mit der alten Manier. Doch jetzt folgt der Wechsel. Die Methanolspritze fällt aus und auch das Aufheulen der Strahltriebwerke beginnt erst sehr laut, aber verstärkt sich noch im Verlauf des Starts. Dieses hängt mit der Tatsache zusammen, dass das Strahltriebwerk am Start niemals seine Höchstleistung hergibt. Sie wird erst nach dem Start mit zunehmender Geschwindigkeit durch den erhöhten Luftdurchsatz im Triebwerk erreicht. Hieraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, das Flugzeug bewusst länger auf der Startbahn zu halten, um die notwendige Geschwindigkeit von ca. 180 Stundenkilometer zum Abheben zu erreichen. Dann geht es aber mit Macht schnell und immer schneller. Also der Kavalierstart gleich in Bodennähe ist tödlich. Aber etwas später, beim Steigen mit einer Geschwindigkeit von ca. 500 Stundenkilometer, ist es ein Genuss und wir kamen sehr schnell auf 5.000 bis 6.000 Meter Flughöhe. Drittens. Vergleich der Flugeigenschaften M212 zu Luftschraubenflugzeugen. A. Die Verhältnisse beim Start wurden bereits in Position 2c beschrieben. B. Mit gleichen Steuerungssystemen wie Höhen-, Seiten- und Querruder waren es in der Luft identische Verhältnisse. Aber aufgrund der viel höheren Fluggeschwindigkeiten musste man sich auf wesentlich stärkere Fliehkräfte bei der Steuerung einstellen. Der Radius beim Kurvenflug war viel größer und man wurde stärker in den Sitz gepresst. Beim Abfangen nach einem Sturzflug musste jeder damit rechnen, eine kurze Mattscheibe, also man kann da nichts mehr sehen, zu erleben. Die Ursache hierfür liegt bei der Fliehkraft, welche in dieser Situation den Blutspiegel im menschlichen Körper nach unten absenkt. Dadurch wird unsere Zentrale im Kopf nicht genügend versorgt. Dieser Mangel wirkt sich bei uns zuallererst auf unsere Sehnerven aus und die Mattscheibe entsteht. Diese Erscheinung kennt jeder Pilot aus seiner Kunstflugschulung, die zur Ausbildung gehörte, und er weiß, dass dieser Zustand nur kurzfristig anhält. Jedoch beim Flug mit der Me 262 muss mit einem längeren Zeitraum gerechnet werden. C. Beim Vergleich der Fluggeschwindigkeiten ist festzustellen, dass die letzte und schnellste Serie des Propellerflugzeuges Bf 109G in einer Höhe von 7000 Metern 665 Kilometer pro Stunde erreichte. Dagegen flog die Me 262 in gleicher Höhe 870 Kilometer pro Stunde schnell. Ein fast unglaublicher Fortschritt in der damaligen Zeit, der jedoch eindeutig auf den neuen Antrieb durch Strahltriebwerke zurückzuführen war. Nicht unbedeutend hierbei waren auch die von Ludwig Bölkow entwickelten Änderungen an der Profilform bei den Tragflächen. Weiteres dazu im nächsten Abschnitt Triebwerke. Hier sehen wir die Patentschrift des Diplom-Ingenieurs Ludwig Bölkow vom 5. November 1942 zur Kippnase in Kombination mit Vorflügel und Ausblasung.
Doch nun zurück zu den Flugeigenschaften. Wie wirkte diese hohe Geschwindigkeit auf den Flugzeugführer, der bei der Me 262 in keiner Druckkabine saß? Ganz klar und eindeutig stellte ich fest, dass ich beim Horizontalflug und dem Erreichen der 870 Stundenkilometer Geschwindigkeit überhaupt nichts spürte. Keine Schwindelgefühle, kein Druck auf den Kopf oder irgendein Unwohlsein, was mich belastet hätte. Ich schaute ganz fasziniert auf die Geschwindigkeitsanzeige und wollte es nicht wahrhaben, so schnell zu fliegen. Da jedoch nichts passierte und die Anzeige von 1000 km/h ganz nah war, lockte die Versuchung gewaltig, diese zu erreichen. Das Ziel war durch keine Sperre oder ein Warnsignal blockiert. Den lieben Vogel nur ein ganz wenig nach unten drücken und die Fahrt ging sofort auf die 1000 los. Ich gestehe, dass mich dieses Erlebnis, mit 1000 km/h im Himmel geflogen zu sein, begeistert hat und ich es nie vergessen werde. Doch als ich die Anzeige auf 1050 km/h und die rote Markierung bei 1000 km/h sah, setzte mein Verstand ein und ich ging wieder auf den Horizontalflug mit verminderter Geschwindigkeit über. Diese rote Markierung auf der Anzeige wurde uns bei der Umschulung auf die Me 262 von Anfang an wärmstens ans Herz gelegt. Achtung, Achtung für Lebensmüde, hieß es deutlich, denn es gibt kein weiteres Warnsignal außer der roten Markierung. An diesem Punkt näherten wir uns der Schallgrenze und damit dem Ende eines Fluges mit einem Flugzeug. Beim Eintritt in die Schallgrenze wird aus dem Flugzeug ein bemanntes, nicht mehr steuerbares Geschoss mit einer Anfangsgeschwindigkeit von V0 1188 km/h und einem leichten Neigungswinkel zur Erde, wodurch die Geschwindigkeit noch erhöht wird. Nach dem Durchbrechen der Schallmauer entsteht der steuerlose Zustand durch das Abreißen der Luftströmung um die Tragflächen der Leitwerke. Die Vorderkanten dieser Bauteile spalten die Luftmassen in eine Bugwelle, wie jedes Schiff das Wasser. Dahinter entsteht ein luftleerer Raum, in dem alle Steuerorgane liegen und diese verlieren damit ihre Funktion. Dann hieß es in der Pilotensprache, jetzt kannst du mit dem Knüppel rühren. In meiner Einsatzzeit in Lechfeld ist kein Pilot auf diese Weise zu Tode gekommen. D. Die Verhältnisse bei der Landung mit der Me 262 waren nur in einem wesentlichen Punkt nicht gleich mit der von uns bisher gepflegten Praxis. Dieses bezieht sich ganz eindeutig auf das Thema, wie bekomme ich das Flugzeug von der hohen Geschwindigkeit herunter. Bei allen anderen Flugzeugen nahmen wir das Gas zurück. Die Luftschrauben gingen in den Leerlauf, wurden damit zu Bremsen und der Gleitflug nach unten begann. So funktioniert es bei der Me 262 nicht, denn sie hatte keine Bremsen. Und der Gleitflug nach unten beschleunigte sie eher, als dass es bremste. Also musste hier eine andere Flugtechnik zum Einsatz kommen, nämlich das Slippen, was wir mal bei unserer fliegerischen Grundausbildung gelernt hatten, um Ziel- oder Notlandung erfolgreich ausführen zu können. Dabei werden das Seitenleitwerk zur Linkskurve und das Querruder zur Rechtskurve gesteuert. Aber bitte beides mit sehr viel Gefühl ausführen. Die hieraus entstehende Fluglage kann man als anormal bezeichnen, da die Maschine in einer Schräglage jetzt leicht schiebt und dabei an Geschwindigkeit verliert. Übertreibt man diese Flugtechnik, so schmiert das Flugzeug über eine Flügelspitze voll ab und geht in den Sturzflug über. Hoffentlich stehen dann noch einige 100 Meter Höhe zur Verfügung, um die Maschine wieder abzufangen. Aber vernünftig ausgeführt und fleißig geübt, war es die Lösung für die Reduzierung der Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Absenkung der Flughöhe. Wenn man es so bis ca. 400 Stundenkilometer geschafft hatte, konnte diese Flugtechnik beendet werden, da jetzt die Möglichkeit bestand, das Fahrwerk auszufahren. Wir wurden vorher schon eingehend unterrichtet, dass wir nicht über die damit verbundene starke Geräuschkulisse erschrecken sollten. Sie wurde durch die Luftwirbel in den offenen Fahrwerksschächten verursacht und sorgte gleichzeitig für eine Reduzierung der Geschwindigkeit. Somit kamen wir wieder in die uns sehr bekannte alte Flugtechnik der Landung zurück und sie verlief, auch mit Einbeziehung der Landeklappen, wie wir es gewohnt waren. Lediglich die Geschwindigkeiten beim Anflug Richtung Landebahn mit ca. 240 Stundenkilometer und beim Aufsetzen mit ca. 180 Stundenkilometer waren höher und die Landestrecke auf der Bahn länger. Ich muss zugeben, dass uns diese neue Landetechnik fleißiges Üben abverlangte, obwohl wir doch alle erfahrene Piloten waren. 4. Nun komme ich zum zentralen Unterschied zwischen allen damaligen Flugzeugen mit den alten Antriebsarten und der neuen Me 262, nämlich den Triebwerken. Es war wirklich in den letzten Kriegsjahren eine sensationelle technische Neuerung, welche die gesamte Entwicklung der Flugzeuge in der Zukunft weltweit entscheidend beeinflusst hat.
Die Probleme bei den Flugmotoren mit Luftschrauben und den sehr hohen Leistungen waren nicht mehr zu meistern. Die Motoren mit Leistungen von bis zu fast 2000 PS waren in einwandfreier Qualität vorhanden, aber die Umsetzung dieser Kräfte auf das Drehmoment der Luftschraube brachte die Probleme. Die Drehzahlen der Luftschrauben mussten untersetzt werden, da sonst die Spitzen des Propellers Geschwindigkeiten über der Schallgrenze erreichten und somit die Zugkraft abgebaut würde. Diese Tatsache war das Hauptübel, aber auch andere Schwachstellen bei den Hochleistungsmotoren galt es zu beseitigen. Hier ein Flugmotor von Daimler-Benz, der DB600, ein 12-Zylinder in V-Form mit Flüssigkeitskühlung. Da waren es mittlerweile 3 große Kühlungssysteme, welche die großen Leistungen erst möglich machten: das Kühlstoff-, das Schmierstoff- und das Ladeluftkühlsystem, wovon nicht eines ausfallen durfte, da sonst der Motor ausfiel. Diese Anlagen waren sehr großflächig außerhalb des Motorblocks angeordnet und somit beim Luftkampf verhältnismäßig leicht zu treffen. Ich selbst musste dieses bei einem Einsatz als Nachtjäger mit meiner Bf 110 über Schweinfurt erleben. Ein MG-Schuss des Gegners in den Schmierstoffkühler reichte und in Kürze fiel der Motor aus. Ich bin jedoch mit einem Motor zu Hause gelandet. Das Viertaktsystem der Motoren mit den vielen mechanischen Übersetzungen, vom Zylinder, Kolben mit Pleuelstange über die Kurbelwelle mit Untersetzungsgetriebe auf die Achse der Luftschraube, schaffte enorme Energie, verbrauchte aber auch sehr viel davon, bis zur effektiven Leistung, die das Flugzeug vorantrieb. Weiterhin nicht zu vergessen die notwendigen Zündanlagen, ohne die kein Motor läuft, die aber leider auch Probleme für die an Bord vorhandenen Funksysteme brachten. Jetzt kam das neue Strahltriebwerk von der Firma Junkers, Jumo 004B2, mit einer Schubleistung von 900 Kilopond. Mit 2 dieser Strahltriebwerke war die Me 262 ausgerüstet. Das erste in Serie gebaute Strahltriebwerk der Welt im Jahr 1943. Diese hatte nichts mehr mit dem Viertakt-Ottomotor zu tun und eine Luftschraube brauchte sie auch nicht. Weiterhin hatten sie keine der vielen mechanischen Übersetzungen, wie beim Flugmotor, auch keine Zündanlagen. Im Gegensatz dazu gab es nur eine gerade Welle. Um diese sind in der Mitte 6 Brennkammern gelagert, wo bei laufender Einspritzung der Kraftstoff J2 verbrannt wird. Der Verdichter mit vielen Schaufelrädern am Kopf der Welle saugt die Luft an und gewährleistet einen gewaltigen Luftdurchsatz, der in den Brennkammern erhitzt wird, sich dann noch mehr ausdehnt und nach hinten ausströmt. Diese gewaltige, explosionsartige Ausdehnung muss nach hinten erfolgen. Dazu zwingt der laufende Druck des Luftstroms von vorne. So entsteht der Schub als Antrieb für das Flugzeug. Er kann durch eine Veränderung des Querschnittes mittels einer Düse im Bereich des Ausstoßes gesteuert werden. Außerdem liegt ein Turbinenrad am Ende der Hauptwelle, welches den Verdichter an der Spitze antreibt. Also gilt das Motto: Je mehr Luft durch den Verdichter angesaugt wird, desto schneller wird das Flugzeug. Dieses ist der Grund, weshalb die Me 262 beim Start erst langsam in Fahrt kommt. Aber generell stellten wir eindeutig fest, dass beim Vergleich der Antriebe sehr große Vorteile für das Strahltriebwerk sprechen und ein neues Zeitalter in der Fliegerei begann. Statt der nach vorne ziehenden Luftschraube kommt jetzt der nach vorne schiebende Schub. Nicht zu vergessen die erheblichen Vereinfachungen bei der ganzen Mechanik dieses Triebwerkes und die damit verbundene kostengünstigere Herstellung. 5. Abschließend muss ich noch über den Treibstoff J2 berichten. Gemäß den damals umlaufenden Gerüchten soll dieser Spezialtreibstoff hochexplosiv sein und der Verbrauch doppelt so viel wie beim Flugmotor. Tatsache war, dass dieser J2 ein nur einmal raffinierter Kraftstoff von schlechter Qualität war, mit dem man mit Mühe einen alten Trecker betreiben konnte. Er stank furchtbar und wir nannten ihn Jauche 2. Er war überhaupt nicht explosiv, ganz das Gegenteil. Er brannte nur gut und damit erfüllte er seine Funktion. Es fand ja keine Kompression mit Zündung, wie in einem Kolbenmotor statt, sondern eine laufende Verbrennung. Tatsache war, wenn man eine Menge J2 zu einem Flugbenzin umwandelt, entsteht von der Ausgangsmenge nur ein Drittel brauchbares Flugbenzin. Damit ist auch das zweite Gerücht entkräftet, welches vom doppelten Verbrauch sprach. In der Menge stimmte es wohl, jedoch nicht in der Wertigkeit und somit ergibt es beim neuen Antrieb einen Gewinn beim Treibstoff. 6. Mit einer allgemeinen Bemerkung möchte ich meinen Vergleich abschließen. Bei dem Kriegseinsatz waren unsere Gegner sehr um unser Leben besorgt. Wir wurden laufend von ihnen über unsere Sprechfunkfrequenz angesprochen und vor dieser gefährlichen Me 262 gewarnt. Man klärte uns auf, dass diese Maschine bei der Annäherung an die 1000 km/h Geschwindigkeit nicht mehr steuerbar sei und das Leitwerk demontiert.
Weiterhin betonten sie, dass die Explosionsgefahr des Treibstoffes schon viele Verluste gefordert hat. So sprach man mit uns, jedoch ohne Erfolg. Diese Aktionen bestätigten nur, dass man erkannt hatte, welche Gefahr dieser neue Flugzeugtyp durch seine Überlegenheit bedeutete. Sie kam jedoch nicht mehr zur Auswirkung, da das Kriegsende absehbar und nur eine geringe Menge dieser Me 262 im Einsatz war. Wir alle, die die Me 262 hier kennengelernt hatten, waren begeistert von diesem Vogel. Es wurde im Casino darüber im Klartext gesprochen, warum diese Maschine, welche schon vor fast einem Jahr einsatzfähig war, nicht bei den Jagdverbänden eingesetzt wurde. Unser Chef, Herr Oberstleutnant Bär, welcher schon 18 Abschüsse mit seiner Me 262 erzielt hatte, äußerte sich lautstark im Offizierscasino wörtlich. Der da, er zeigte auf das Bild vom Reichsmarschall Göring, gehörte schon längst durch den Fleischwolf gedreht. Wir als Zuhörer hielten die Luft an. Aber es passierte nichts, denn alle wussten, was gemeint war. Damals entschied Adolf Hitler, nach Rücksprache mit Herrn Messerschmitt, dass die Me 262 als Schnellkampfbomber eingesetzt werden soll. Unser Reichsmarschall wagte nicht zu widersprechen, obwohl eindeutig klar war, dass dieses Flugzeug nur als Jäger für die Reichsverteidigung zur Abwehr der massiven Bombenangriffe sinnvoll einzusetzen war. Das Fliegen mit der Me 262 ging zu Ende. Es geschah Ende März 1945 an einem Sonntag bei herrlichem Wetter am frühen Nachmittag. Feindeinflüge im Raum Süddeutschland wurden gemeldet. Eigentlich zur damaligen Zeit keine große Besonderheit, wenn wir nicht, am Start stehend und auf unseren nächsten Einsatz wartend, aus westlicher Richtung direkt auf uns zukommend ein Bomberverband gesehen hätten. Zunächst noch nichts ahnend, aber dann, als wir die ersten Rauchzeichen der Leitflugzeuge sahen, wurde uns klar, dieser Angriff gilt uns. Als die ersten Bomben am anderen Ende des Flugfeldes einschlugen, liefen wir instinktiv in Richtung auf den Rand des Flugfeldes zu, da dort Einmannlöcher vorhanden waren. Ich lief um mein Leben und der Gedanke, hier bei einem Bombenteppich unterzugehen, beschleunigte meinen Lauf enorm, was sich auch lohnte. Die Erdbrocken von den letzten Einschlägen flogen schon um mich herum, sodass ich beim nächsten Mal bestimmt draufgehen würde. Doch, wie ein Wunder, der Bombenteppich war zu Ende und mein Laufen hatte mich gerettet. Dieses Erlebnis wird in meinem ganzen Leben unvergesslich bleiben. Anschließend sah ich noch, wie zwei Bomber zusammenstießen, da der Pulk aufgrund des anzugreifenden Punktziels in einem sehr engen Formationsflug fliegen musste. Weiterhin verloren die Amerikaner 4 Bomber, welche von unseren 3 Jägern, die gerade in der Luft waren, abgeschossen wurden. Das Flugfeld war von Bombentrichtern übersät und so mussten unsere 3 in der Luft befindlichen Kameraden auf Ausweichhäfen landen. Damit war die Fliegerei mit der Me 262 in Lechfeld für einige Zeit beendet. Auch mein Fliegerleben neigte sich dem Ende zu. Ich wurde zu einem Jagdverband südlich von Augsburg versetzt und flog noch von dort mit einer Me 109 4 Tageseinsätze als Schlachtflieger auf die Truppenbewegung der Amerikaner an der Brücke bei Donauwörth. Ende April 1945 wurde uns der Hinweis gegeben, dass wir uns als Fußvolk in östlicher Richtung absetzen und von den Amerikanern überrollen lassen sollten. Es war für mich ein unglaublich bedrückendes Gefühl, als mich 11 Offizierssoldaten in einem Bauernhof südlich von München einquartiert war und praktisch darauf wartete, von den Amerikanern gefangen genommen zu werden. Dieses geschah dann auch am 1. Mai 1945 und es begann ein anderes Kapitel, worüber ich berichten könnte, aber was gar nicht zum Thema mein Fliegerleben passt. Also klammere ich es aus und mein Werdegang danach hatte leider auch nichts mehr mit der Fliegerei zu tun, was ich bis heute zutiefst bedauere. Nach dem Ende meiner Gefangenschaft bestand für mich und andere überhaupt keine Möglichkeit, bei der Zivilfliegerei eine Einstellung zu bekommen. Die Besatzungsmächte beherrschten diesen Markt, was auch damals für die Flugzeugindustrie galt. Also schulte ich auf einen anderen Beruf um, welcher mich seit 1954 bis zu meinem Rentenalter in West-Berlin voll in Anspruch nahm. Der Zivilluftsport kam nach dem Krieg langsam im ganzen Bundesgebiet zur Entfaltung und somit eine Möglichkeit, der Fliegerei zu huldigen. Doch dieses war leider im Bereich West-Berlin gänzlich verboten, obwohl hier 3 Flughäfen, Tegel, Tempelhof und Gatow, in Betrieb waren. Somit konnte ich meinen Hang zur Fliegerei leider nicht fortsetzen und es endete mein Fliegerleben. Aber niemals die Erinnerung und das Interesse an allem, was mit der Fliegerei zu tun hat. Nun sind schon wieder 60 Jahre Jetzeitalter vergangen und die Flugzeuge fliegen über Schallgeschwindigkeit und man rechnet in Machgeschwindigkeiten. Nicht nur das Militär, welches immer an erster Stelle Nutznießer ist, auch mehrere Millionen von zivilen Fluggästen nutzen täglich das Flugzeug als sicherstes Verkehrsmittel.
Welche gewaltige Entwicklung hat in den gut 100 Jahren bei der Fliegerei stattgefunden? Konnte Otto Lilienthal, der auch den Namen Flugzeug erfand, dieses ahnen? Ich glaube es nicht. Aber wir Flugbegeisterten haben ihm sehr viel zu verdanken. Daran mögen alle denken, die mit einem Flugzeug fliegen und es nutzen. Ich wünsche allen einen guten Flug. Dieter Kerberg.